Dieses Video wird euch präsentiert vom Energy Kick. Der passt aber nicht mehr rein, deswegen bleibt der hier. Aber wir legen los. Und damit hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jönos und willkommen zum Ersteindruck des Rivian R1T. Und hier sind wir jetzt also in Venice in Los Angeles und schauen uns von Rivian das erste Fahrzeug an. Ich denke zwar, dass der hier hinter uns noch eine Weile dauern wird, bis wir ihn auf deutschen Straßen sehen werden, aber ich bin gerade in Los Angeles unterwegs, um euch Fahrzeuge zu zeigen, eben die wir erst bald sehen können. Beispielsweise das Tesla Model S Plaid, den Lucid Air und jetzt hier in diesem Video den Rivian. Und wie bei jedem anderen Video beginnen wir dabei natürlich mit dem Roundup und schauen uns erst einmal an, was dieser riesige, für uns Deutsche zumindest, große Pickup-Truck zu bieten hat. Die Front sticht direkt ins Auge. Wir haben eine riesige durchgezogene Leuchtleiste, unterbrochen von zwei hochkant stehenden, man möchte fast meinen Augen, hinter denen sich dann die Scheinwerfer verstecken. Das Ganze ist richtig gut designt. Ihr habt hier schon die ersten Emblems des Herstellers und insgesamt hat es dadurch ein sehr freundliches Gesicht. Das Emblem, dieser Kompass, wird dann auch weiter fortgesetzt und wir haben direkt darunter die Ladeklappe. Diese ist hier mit dem Typ 1 CCS Adapter ausgestattet. Nach Europa wird es dann natürlich mit unserer Ladeeinheit kommen. Es ist clever gelöst, öffnet und schließt elektrisch, gefällt mir persönlich sehr gut, genauso auch wie diese Felgen mit Elektroreifen im Offroad-Charakter. Wir haben an den Spiegeln ringsum Kameras und das Fahrzeug ist wie ein Pickup-Truck natürlich typisch sehr, sehr Offroad-lastig. Das Fahrerhaus sitzt quasi in der Mitte, gepaart mit einer riesigen Front, versenkbaren Türgriffen, einer Möglichkeit, Dinge auf das Dach zu laden, einem riesigen Bett und eben dann auch einem durchgezogenen Leuchtenband als Heckleuchte. Das Heck wirkt dabei fast ein bisschen boxig, mir gefällt es aber sehr gut und auch hier haben wir wieder Details, beispielsweise dann auch den Fahrzeugschriftzug, also die Variante, die wir hier vorfinden, gepaart mit einem breiten Rivian-Schriftzug am Heck. Natürlich können wir bei einem Pickup-Truck nicht vom Kofferraum reden, aber wir haben hier natürlich ein Bed, da kann ich draufklicken, das Ganze öffnet dann elektrisch. Das ist für die Amerikaner immer so was Cooles, weil man das dann nicht selber machen muss. Hier kann man auch sehr, sehr viel rein verstauen. Es gibt außerdem ein Rollo für oben drauf und es sind viele durchdachte Dinge dabei. Angefangen beim normalen Bett, was schon genügend Verstaufläche für nahezu alles bietet, gefolgt von einem zusätzlichen Verstaufach darunter liegend und ihr habt auch beispielsweise Licht und ihr habt zwei Steckdosen allein auf der Rückseite, gefolgt von einem Kompressor, der bis zu 10 Bar kann und ihr habt ein cleveres Verschlusssystem, das es euch ermöglicht, Dinge mittels eines Kabels, ähnlich wie bei einer Fahrradkette, festzumachen und diese Einrichtung hier wird verschlossen, sobald ihr das Fahrzeug verriegelt. Unterhalb dieses elektrisch schließenden Verdecks habt ihr dann im Übrigen insgesamt 820 Liter Verstauvolumen, also wenn das mal nicht reicht. Geschlossen werden muss das Ganze dann aber per Hand, also einmal hier nehmen, hochpacken und dann ist das Ganze wieder zu. Mit den Verstaumöglichkeiten geht es dann von weiter und während wir uns woanders noch freuen, dass wir einen großen Schrank haben, öffnet der hier sogar elektrisch. Einfach hier unten den Knopf drücken, dann dauert es kurz und dann fährt das Ganze auf. Und hier drin ist so viel Platz und wieder, genauso wie hinten in dem Bett, viele durchdachte kleine Punkte. Obwohl ich sonst mit Zahlen nicht um mich schmeiße, müssen wir hier die 311 Liter Verstauvolumen anbringen und auch sagen, dass wir eben diesen doppelten Ladeboden haben, der es so ermöglicht, einfach alles hineinzupacken und auch hier gibt es eine Steckdose, um Dinge zu laden. Während wir uns bei anderen Fahrzeugen freuen, dass wir einen großen Kofferraum und noch einen Schrank haben, haben wir hier sogar noch ein riesiges Verstaufach, das ich hier oben mittels eines Knopfs öffnen kann. Dann ziehe ich das Ganze herunter und dann haben wir hier richtig viel Platz. Ich könnte jetzt theoretisch hier reinkrabbeln, will ich aber gar nicht machen an der Stelle. Was ich aber mache, ist hier einfach mal draufsteigen. Denn allein auf diese Tür kann man sich mit bis zu 110 Kilogramm stellen und das ist schon beachtlich. Jetzt kann man hier nämlich viel einfacher irgendwelche Sachen zum Beispiel auf das Dach packen und ich finde das richtig cool. Das ist was wir so noch nirgends gesehen haben. Man kann das Ganze dann natürlich auch noch schließen und es gibt hier Accessoires. Zum Beispiel gibt es eine mobile Küche, die ihr einfach rausziehen könnt und ich kann das Ganze jetzt hier nehmen, einmal zumachen und dann ist das Ganze schon wieder geschlossen. Dieses Video
wird euch präsentiert vom Energy Kick, der meiner Meinung nach besten mobilen Wallbox, denn nicht nur, dass ihr mit dem 16 Ampere Adapter zu Hause mit bis zu 11 kW laden könnt, so als wäre es eine fest installierte Wallbox. Nein, ihr könnt die Adapter auch einfach abmachen, denn es heißt ja Adapter, um die so mit einem Schuko-Adapter oder auch beispielsweise welchen für einen Campingplatz ersetzen könnt, um so überall mobil laden zu können. Und da habt ihr volle Flexibilität. Außerdem könnt ihr die Länge des Kabels anpassen. Ich habe beispielsweise immer die 10 Meter Variante, um so überall flexibel laden zu können. Und es gibt eine richtig gute App-Anbindung. Da könnt ihr dann die Stromstärke oder auch die Ladezeiten und eine Kostenübersicht anzeigen lassen, sodass ihr immer die volle Kontrolle habt. Und optional gibt es bald sogar eine Überschusslademöglichkeit für PV-Anlagen, sodass ihr am Tag die Energie aus der Sonne direkt in euer Auto packen könnt. Ich finde das richtig, richtig genial. Die Jungs machen da einen richtig guten Job, deswegen schaut gerne mal unterhalb des Videos vorbei und vielen, vielen Dank, dass ihr diese Videos aus Los Angeles unterstützt. An dieser Stelle bin ich jetzt aber auf euer Feedback gespannt. Denkt ihr, dass ein 800 PS starker Pickup-Truck es nach Deutschland schaffen wird? Und wenn ja, was haltet ihr davon? Findet ihr das Konzept cool? Findet ihr diese kleinen Features gut? Und insgesamt, wie gefällt er euch optisch? Ich finde es sehr, sehr, sehr cool. Kleines Seitenmark an der Stelle, hier steckt ja im Übrigen Amazon mit drin. Das heißt, auch wenn wir den Pickup-Truck vielleicht nicht so bald in Deutschland sehen werden, werden wir auf jeden Fall Amazon Delivery Trucks in einer Art und Weise von denen hier finden, denn diese Plattform ist modular und die können dann beispielsweise einfach so einen Transporter rein elektrisch für den deutschen Markt mitnehmen. Das ganze Fahrzeug soll ja für Abenteuer stehen und was ist da naheliegender, als ein Zeltchen drauf zu packen. Ich finde das richtig cool, es gibt hier so viele Accessoires, die man eben noch anbringen kann, um das Ganze nochmal weiterzubringen. Und auch wenn man hier reinschaut, es wurde gesagt, es passen bis zu 3 Leute rein und 2 Leute komfortabel. Man hat einen Blick nach oben, ich finde das richtig, richtig cool. Es ist einfach so dieses Fahrzeug, was sich viele wünschen, gerade hier auch in den USA, einfach so ein Auto zu haben, mit dem man was machen kann, wo man jagen fahren kann und so weiter. Das ist dieses typisch amerikanische. Das verkörpert dieses Auto eigentlich wie kein anderes aktuelles E-Auto. Gut, der Cybertruck wird nochmal in die Richtung gehen, aber das Fahrzeug hier ist richtig cool konzipiert und mir gefällt die Idee dahinter und wie das einfach umgesetzt wurde. Kommen wir zum Interieur und was kann ich als erstes sagen? Luxuriös würde mir einfallen. Hier ist überall Holz, hier sind coole kleine, ja so Stoffeinsätze. Hier ist ein riesiges Display. Das Fahrerinfo-Display ist größer als manche Displays, die wir gerade in anderen E-Autos haben. Und es ist mega geräumig. Das Ganze jetzt aber natürlich für euch im Detail. Was Rivian in puncto Verarbeitung, Materialauswahl und Qualität hier abliefert, ist wirklich erste Klasse. Das Ganze kann man ungefähr auf das Niveau der deutschen Autohersteller heben. Egal was man anfasst, es ist entweder aus Holz oder weich und sehr, sehr hochwertig. Mir gefällt es insgesamt sehr gut, gepaart auch mit einem Fahrerinfo-Display, was so groß ist wie manche Display von anderen Herstellern, ist es ein sehr, sehr schönes Konzept. Das ist übrigens von der Aufteilung ähnlich wie bei Tesla. Das heißt, ihr habt die Navikarte, ihr habt die Informationen zum pilotierten Fahren und dann rechts die Gangwahlhebel bzw. auch die Infos zur Geschwindigkeit. Das Holz ist sehr, sehr schön gemustert, hat auch hier überall wieder Details und natürlich dürfen auch die Rivian-Schriftzüge bzw. das Logo nicht fehlen. Die Türeinlage gefällt mir ausgesprochen und auch der Sound, zu dem kommen wir später noch einmal, ist hier überzeugend. Die Fußmatten habe ich so noch nirgends gesehen und selbst diese kleinen, fast kupferartigen Elemente an den Sitzen wissen zu überzeugen. In der Mitte habt ihr genug Platz, um Handtaschen zu verstauen, aber es gibt auch beispielsweise noch Cupholder, die ihr optional herausholen könnt, um so unterwegs flexibel zu sein. Das Smartphone wird kabellos geladen, dahinter habt ihr noch ein riesiges Verstaufach und auch die Sitze sind sehr, sehr schön gestaltet und im Übrigen aus veganem Leder. Das heißt, hierfür musste auch kein Tier herhalten. Die Lüftungssteuerung ist ähnlich wie bei Tesla, nur über einen Schlitz gelöst und gepaart mit diesem riesigen Display in der Mitte ist das einfach ein futuristischer Look. Dieser ist vom Interface auch sehr gut gestaltet, so habt ihr alles schnell zur Hand, könnt zwischen den verschiedenen Fahrmodi auswählen und dann entsprechend auch noch die Höhe einstellen. Das Ganze ist sehr gut aufgelöst und ihr habt eine einfache Menüstruktur. Das ist ja immer wichtig, sodass man sich gut zurechtfindet. Das schaffen ja andere Hersteller immer einmal nicht so gut. Und dann gibt es einen Speaker. Ja, denn ihr habt einfach einen Bluetooth-Lautsprecher mit an Bord, der dauerhaft geladen wird und euch dann bei eurem Abenteuer dienen kann, sodass ihr beim Campingtrip oder wo auch immer diesen zur Hand habt, einfach herausziehen, mit dem Handy verbinden und dann kann es schon
schon losgehen. Er hat auch einen integrierten Akku, um euer Handy zu laden, und in der Tür gibt es eine Taschenlampe. Diese hat als Akku eine Batteriezelle von dem wirklichen Akku des Fahrzeuges und mit 1000 Lumen Helligkeit könnt ihr auch so überall unterwegs sein. Weiter geht's aber mit dem Menü von dem Display und dazu gibt es wirklich einiges zu sagen. Zum einen könnt ihr sämtliche Steckdosen am Äußeren direkt über das Display ein- bzw. ausschalten und ihr habt die Fahrzeugeinstellungen. Ich finde das insgesamt sehr, sehr gut gelöst, denn so habt ihr alles schnell zur Hand. Es erinnert ein bisschen vom Interface an Tesla, aber das ist ja auch in Ordnung, denn es ist einfach und wieso sollte man sich da nicht ungefähr anpassen? Ich finde auch nett, dass man rechts diese Gear Guard hat. Das heißt, alles, was ihr auf dem Bett hinten lagert, wird dauerhaft gefilmt. Das ist quasi wie der Wächtermodus und ihr habt einfach dann auch die Menüstruktur und die Einstellungen für die kompletten Interior-Angelegenheiten. Die Musik kann wahlweise über Bluetooth verbunden werden oder ihr nutzt den integrierten Spotify-Account oder ihr redet mit Alexa, denn hier ist Alexa an Bord. Das bedeutet, ihr könnt wie bei eurem Sprachassistenten zu Hause ganz normal mit dem Fahrzeug reden, um so die Musik zu steuern. Jetzt kommen wir zur Navigation. Diese ist auch intuitiv. Wie hätte es anders sein sollen, wenn der Rest des Menüs schon passt? Hier könnt ihr sämtliche Sachen einstellen und ihr habt eine große, schöne Darstellung. Ihr bekommt dann im Übrigen optional auch noch die Kartendarstellung in einer Google Maps Alternative. Hier konnte das jetzt aufgrund der Verbindung nicht geladen werden. Ich denke auch, dass im Hintergrund ein Update gemacht wurde. Jetzt kommen wir aber zur Routenplanung. Ja, ihr merkt schon, das ist hier sehr, sehr ausführlich. Zum einen könnt ihr ganz normal auf der Karte, wenn ihr Ladestationen seht, diese antippen, um Informationen zu bekommen. Wenn wir hier jetzt aber beispielsweise von Venice in Los Angeles aus nach Las Vegas starten wollen, können wir auch eine Routenführung machen mit aktivierter Ladeplanung. Das ist wichtig und das interessiert uns ja immer, ob das funktioniert, wie das funktioniert und ob das zuverlässig ist. Und ihr seht schon hier, das Ganze lädt ziemlich schnell und ihr bekommt dann alle wichtigen Informationen. Mit nur 2 Ladestops von insgesamt 50 Minuten würden wir dann hier diese Strecke fahren können und ihr seht, wie schön das gestaltet ist, denn ihr bekommt auch die Einzelabschnitte direkt in der Karte angezeigt, wie lange sie dauern, wie lange ihr halten müsst und ihr bekommt Informationen zu den restlichen Meilen, die ihr noch habt, wenn ihr ankommt. Das Ganze ist dann eine Einstellungssache, je nachdem, was ihr euch sonst im Bordcomputer anzeigt. Es würde also auch tendenziell genauso gut mit den Prozentzahlen funktionieren. Mir gefällt es vom Interface richtig gut und die Karte lädt so verdammt schnell. Ich war wirklich überrascht, wie zuverlässig und gut dieses System funktioniert. Kommen wir noch zur Klimatisierung. Diese ist, wie angesprochen, ähnlich wie bei Tesla oder auch beispielsweise aktuell dem Porsche Taycan. Das ist ja ein Trend, dass man immer mehr zu diesen kleinen elektrischen Stellmotoren geht. Es ist eine nette Spielerei. Ich mag es, dass man genau dorthin das Ganze ausrichten kann, wo man es eben gern hätte. Außerdem gibt es in der Karte, das müssen wir dann nachliefern, die Möglichkeit, dass ihr den Charge Speed, also die Ladegeschwindigkeit einstellen könnt, um euch so die angezeigten Ladepunkte auf der Karte vorselektieren zu können. Dann könnt ihr im zweiten Punkt noch das Netzwerk auswählen, also den Ladeanbieter. Hier werden zukünftig auch noch von Rivian eigene Ladestationen kommen und ihr könnt einstellen, ob euch angezeigt werden soll, ob die Ladestation verfügbar ist oder nicht. Das ist wirklich sehr, sehr ausführlich und vor allem elektrisch gedacht und mir persönlich gefällt das sehr, sehr gut. Und es gibt eine Ambientebeleuchtung. Wer das beim Tesla Model S und X vermisst hat, der wird jetzt hier endlich auf seine Kosten kommen, denn ihr habt in den Türtafeln und auch in der i-Tafel eine Ambientebeleuchtung, gefällt mir sehr gut. Ist immer wichtig, dass man nachts nicht in einem dunklen Auto unterwegs ist. Jetzt noch 2 Worte zur Musikqualität, denn hier in der höchsten Ausstattung ist eine optionale Soundanlage verbaut und diese weiß echt zu überzeugen. Wir haben dann einfach einmal über den integrierten Sprachassistent, also über Alexa, das Ganze gestartet und egal was wir hier angehört haben, es wusste zu überzeugen. Außerdem habt ihr eine sehr gute Menüstruktur, um die Audioqualität dann noch anzupassen, also für alle Audiophilen von euch, hier ist genügend dabei, um euch zu überzeugen. Und mich hat der Innenraum auf jeden Fall überzeugt. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Und während der grüne Truck hinten relativ weit unten war, ist der hier fast auf dem höchsten Level. Insgesamt könnt ihr das Ganze um 6 Inch verschieben in der Höhe. Und wenn ihr die Radnaben ansieht, beziehungsweise wenn ihr den Abstand über dem Rad seht, dann ist es schon ein sehr, sehr hohes Fahrzeug. Und da könnte man hier im Stadtverkehr schon sehr weit oben fahren. Ich steige jetzt aber mal aus und das ist für meine Körpergröße schon ziemlich weit oben. Und ich nehme mir jetzt mal hinten die Tür vor, denn natürlich müssen wir uns bei so einem Pickup auch die hintere Sitzreihe ansehen. Dazu steige ich hier einmal nach oben, schließe hinter mir die Tür, dass es nicht ganz so laut ist. Und ja, wie hätte man es anders erwarten sollen? Natürlich ist es hier hinten auch genauso geräumig und anders. Es sieht alles sehr, sehr sportlich und cool aus. Und wenn ich jetzt hier nicht richtig hoch sitzen würde,
könnte ich mir auch vorstellen, in jedem anderen Sedan oder auch in einem klassischen Kombi zu sitzen. Also ich würde nicht denken, dass ich hier in einem riesigen Pickup-Truck sitze. Ich habe hier ein Display, ich kann hier einiges verstellen und es gibt auch clevere Verstaumöglichkeiten. Für die eine muss ich gleich nochmal aussteigen. So, hier unten das Ganze öffnen. Dann kletter ich hier wieder raus. So, und dann kann ich hier nämlich, das probiere ich jetzt mal, das wurde mir gerade nur gezeigt, mal sehen, wie ich das selber hinbekomme. So, einfach hier ziehen. Ich kann das Ganze öffnen und habe hier nochmal richtig viel Verstaumöglichkeiten. Das Ganze ist sogar auch noch hinter dem zweiten, wenn ihr nicht die optionale Soundanlage hier von Meridian habt. Wieder schließen, hier schließen. Und wir gucken uns den Innenraum auch nach hinten an. Das bisher noch unter den Tisch gekehrte Glas-Panoramadach ermöglicht es euch, dass ihr hinten ein sehr, sehr schönes Raumgefühl habt. Das Ganze wirkt sehr luftig, nicht gedrungen und das, obwohl wir hier eine sehr, sehr dunkle Ausstattung haben. Die Qualität weiß auch hinten zu überzeugen. Mir gefällt, dass die Sitze von hinten und vorn sich sehr ähneln und ihr habt ein Display zur Einstellung der Klimatisierung. Und auch Verstaumöglichkeiten gibt es hier ohne Ende, nicht nur im oberen Bereich, sondern auch für die Füße und das ist ja immer wichtig. Ich konnte euch den Rivian R1T ja hier im Rennes Hub zeigen. Das ist eine der ersten Locations von Rivian und die sollen so öfter noch in den USA kommen. Hier habt ihr beispielsweise eine Bibliothek, wo ihr euch hinsetzen könnt, um Bücher über Abenteuer und alles rund um, ja, die Wildnis und so weiter lesen zu können. Das Ganze sehr, sehr schön aufbereitet. Es gibt einen Shop, wo auch ich mir beispielsweise ein T-Shirt kaufen musste und es gibt hier einfach viel zu erleben. So habt ihr einen großen Hallenbereich, wo beispielsweise dann auch Events abgehalten werden können und ihr bekommt hier einen Eindruck darin, wie die Farben gestaltet wurden. Denn hier seht ihr einmal ein paar Exemplare von den farbgebenden Elementen, die sich das Rivian Design Team zu Lande gezogen hat. Ich finde das ziemlich cool, das ist sehr, sehr schön gestaltet. Leider konnte ich das Fahrzeug aber nicht fahren und deswegen habe ich mal jemanden gefragt, der es fahren konnte. My name is Richard Simons and I was lucky enough to take the Rivian for a test drive. They had a really good little setup on a sort of demo day there, and so firstly we did some kind of manoeuvring tests and you feel just how directional it is. I mean, this is a big heavy truck and yet it can change direction without roll, without pitch. And then they took us up onto an off-road course of moderate difficulty and it just handles it with ease. All those independent motors, it doesn't even try and slip. It wouldn't. On another car you'd have seen traction control lights flashing away and it just crawled over at such ease. And one of the most impressive parts is when you start coming down on a descent, you get the motor regen is perfect for off-roading, so you lift off and it just controls the speed down at a really gentle pace, and then obviously you can increase that with a little bit of throttle. So for me, electric is perfect for off-road driving. They thought about everything, so they've got cameras on the side of the truck so you can see the front wheels. So as you come over a crest, and I could not see a thing other than the sky, I could see I was still on the path and I could go down the other side. And we came off the dirt, and then this was the impressive thing. We go onto a runway and he tells me to stop the car, foot on the brake, plant the throttle, lift the brake, and four wheels spin on tarmac. And it did 0 to 60 in about 3 seconds. It's a phenomenal thing. It's got a really violent start. I thought it'd be a softer start, then build up, violent start, and then actually, if anything, it tails off at the higher speed. But it's not probably the most aerodynamic car. An impressive car. It was phenomenal to drive it, and a big thank you to Rivian for the privilege of doing so. Das soll es von mir jetzt aber für diesen Ersteindruck hier zum Rivian R1T gewesen sein. Ich bin mega gespannt auf euer Feedback, vor allem auch auf diese Serie hier aus den USA. Vielen, vielen Dank nochmal an Energy Kick, dass ihr diese Videos hier unterstützt und ich dank euch quasi hier sein kann, um eben für euch diese Videos zu produzieren. Den Rivian anzuschauen, den Lucid anzuschauen, das Model S Plaid zu fahren, das hier wirklich einfach mal mitzunehmen, um euch exklusive Fahrzeuge hier auf dem Kanal zu präsentieren. Ich finde es ein richtig cooles Konzept, vor allem diese ganze Modularität, die Ideen dahinter, dass es nicht nur um das Fahrzeug geht, sondern auch um die Plattform, dass Amazon mit drin hängt und dass wir hier eben nachhaltige, zukünftige Produkte sehen können. Ich bin gespannt auf euer Feedback, wie gesagt, und freue mich natürlich über ein Abo. Wenn ihr das da unten hinterlasst, dann seht ihr nämlich die ganzen Videos, die dann noch folgen, hier aus den USA oder dann auch wieder aus Deutschland, die ganzen Alltagstests. Deswegen, wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr auf Abonnieren geklickt habt. Bis dahin.
Ciao.